Herzlich willkommen zu diesem Video. Es geht hier um das sogenannte TNCS-System, das in Deutschland sehr oft eingesetzt wird. Dieses System steht in gewisser Weise in Konkurrenz zum TT-System, das etwa genauso häufig eingesetzt wird. Dieses Video wendet sich an Auszubildende in Elektronikerberufen zum Erlernen der Grundlagen. Es hat nicht den Anspruch, dieses Thema vollständig zu behandeln. In der Praxis muss sowieso jeder Fall einzeln von erfahrenen Elektrofachkräften beurteilt werden. Darauf möchte ich hier ausdrücklich hinweisen. Im Folgenden sehen wir das TNCS-System so, wie es in den Lehrbüchern häufig gezeigt wird. In der Praxis kommt es aber so nahezu nie vor, denn es fehlt in dieser Darstellung der Erder in der Anlage. Darauf werde ich gleich noch näher eingehen. Zunächst aber mal grundsätzlich zum Aufbau von Netzsystemen. Netzsysteme bestehen ja grundsätzlich aus 3 Spulen. Das sind in der Regel sekundärseitige Spulen in Transformatoren. Ich darf mir die aber hier durchaus auch als Spulen im Generator vorstellen. Hier werden 3 sinusförmige Wechselspannungen mit einem Effektivwert von 230 Volt erzeugt, die gegeneinander phasenverschoben sind. Diese 3 Spulen sind auf der einen Seite zum Sternpunkt miteinander verbunden und werden auf der anderen Seite als 3 Außenleiter L1, L2, L3 in die Anlagen geführt. Außerdem wird noch der Sternpunkt als 4. Leitung mit in die Anlage gezogen. Im TNCS-System bedeutet nun das T, der erste Kennbuchstabe, dass der Sternpunkt mit dem Erdreich verbunden ist. Terra, Erde. Das ist also ganz einfach zu erklären, wie dieser Buchstabe gemeint ist, die Verbindung des Sternpunktes mit der Erde. Das C in TNCS-System ist auch ganz einfach zu erklären, denn es gibt in diesem System einen Abschnitt, in dem der Schutzleiter und der Neutralleiter kombiniert sind. Combined C, diese Leitung heißt Pennleiter. Außerdem gibt es in dieser Anlage einen Abschnitt, in dem der Schutzleiter und der Neutralleiter separat geführt sind. Das ist der S-Anteil. Deutlich schwerer zu verstehen ist der Buchstabe N, der im TNCS-System vorkommt. In den Lehrbüchern findet man zu dem Buchstaben N die Aussage, dass es eine Verbindung der Körper mit dem Betriebserder des Spannungserzeugers gibt. Der Betriebserder wird in den Lehrbüchern in der Regel nur am Transformator bzw. Generator eingezeichnet. Es soll also eine Verbindung der Körper in der Anlage mit dem Betriebserder dieses Spannungserzeugers geben. Wir sehen hier ein Betriebsmittel, das über einen Körper verfügt. Das ist ein Toaster, der in aller Regel einen Anschluss zum Schutzleiter hat. Genau das ist damit gemeint, dass dieser Körper dieses Betriebsmittels eine Verbindung zum Betriebserder des Spannungserzeugers hat. Das ist also über diese Strecke hier gegeben. Irritierend ist daran, dass diese Verbindung auch im TT-System vorhanden ist und daher dieser Kennbuchstabe, wenn man ihn so definiert, keine Unterscheidung zum TT-System herstellt. Daher finde ich es besser, wenn man das so ausdrückt: Der Schutzleiter innerhalb der Anlage ist über eine elektrische Leitung mit dem Betriebserder verbunden und nicht nur über die Erde. Es ist also so im TNCS-System, dass der Schutzleiter über eine leitende Verbindung, also eine gezogene Leitung, mit dem Betriebserder des Spannungserzeugers verbunden ist. Das ist im TT-System nicht so. Und damit ist diese Aussage eine klare Unterscheidung vom TN-System zum TT-System. Das oben gezeigte Bild, so wie es in den Lehrbüchern vorkommt, ist aus meiner Sicht auch deshalb irritierend, weil in der Praxis im TNCS-System immer auch in der Anlage ein Erder gesetzt wird. Dieser wird in der Norm nicht gefordert, er wird aber von den Netzbetreibern in den technischen Anschlussbedingungen gefordert. Das heißt, indem eine Genehmigung zum Anschluss an das öffentliche Netz erteilt wird, wird gleichzeitig gefordert, dass ein Erder in der Anlage gesetzt wird. Dieser wird zwar häufig Anlagenerder genannt, aber streng genommen ist es kein Anlagenerder, sondern eine Erweiterung des Betriebserders. Er müsste also immer als Betriebserder bezeichnet werden. Im TT-System heißt genau der gleiche Erder, nämlich der in der Anlage gesetzt wurde, Anlagenerder. Im TNCS-System muss er jedoch streng genommen Betriebserder heißen. Und dieser Betriebserder wird in den Lehrbüchern in aller Regel nur am Transformator eingezeichnet und die Erweiterung in der Anlage wird dort nicht wiedergegeben. Wie bereits gesagt, steht das TNCS-System in gewisser Weise in Konkurrenz zum TT-System und es ist für eine Elektrofachkraft extrem wichtig, diese beiden Systeme voneinander unterscheiden zu können.
Daher möchte ich an dieser Stelle auf den installationstechnischen Unterschied zum TT-System eingehen. Wir sehen hier ein Bild, das ein TNCS-System darstellt. Wir sehen hier die Verbindung zwischen dem Schutzleiter und dem Neutralleiter. Diese Verbindung macht aus dieser vierten Leitung, die vom Transformator in das Haus geliefert wird, eine PEN-Leitung, ein PEN, einen gemeinsamen Schutz- und Neutralleiter. Im Grunde wird also erst in der Verbraucheranlage entschieden, ob es sich hier bei der vierten Leitung um einen PEN handelt oder nur um einen Neutralleiter. Nimmt man diese Verbindung raus, so macht man aus dem TNCS-System ein TT-System. Das ist also ein ganz fundamentaler Eingriff in die Anlage, wenn diese Verbindung herausgenommen wird bzw. hereingesetzt wird. In einem TNCS-System sollte diese Verbindungsstelle zwischen N und PE spätestens in der Hauptverteilung gesetzt werden. In manchen Gebieten Deutschlands wird diese Verbindung schon im Hausanschlusskasten hergestellt, oder man kann es auch andersherum sehen, der PEN wird im Hausanschlusskasten schon in PE und N aufgeteilt, während in anderen Teilen Deutschlands diese Aufteilung des PEN in PE und N erst in der Hauptverteilung vorgenommen wird. Sollten Sie eine Anlage antreffen, bei der diese Trennung erst in den einzelnen Etagen vorgenommen wird, so handelt es sich um eine alte Anlage mit erheblichen Problemen in der elektromagnetischen Verträglichkeit. Ich möchte hier auf mein entsprechendes Video hinweisen mit dem Titel EMV und vagabundierende Ströme. Da werden die Probleme behandelt, die damit verbunden sind, wenn diese Trennstelle erst in den Etagen vorgenommen wird. Das ist nämlich sehr kritisch zu sehen. Das TNCS-System hat gegenüber dem TT-System zwei große Vorteile, auf die ich später eingehen werde. An dieser Stelle möchte ich aber zunächst den Hauptnachteil des TNCS-Systems besprechen, der auch dazu führt, dass das TNCS-System in manchen Gebieten nicht verwendet wird. Wenn der PEN-Leiter bricht, stehen viele Anlagenteile gegenüber Erde unter Spannung. Und das ist natürlich ein Zustand, den man überhaupt nicht dulden kann. Das ist der Nachteil bei der Verwendung des TNCS-Systems. Das kann im TT-System so nicht passieren. Um das gut zu verstehen, schaue ich mir zunächst eine fehlerfreie Anlage an. In dieser Anlage gibt es nun einen Verbraucher, der eingeschaltet ist. Wir sehen hier, der Verbraucher wird an L1 abgegriffen und hat eine Verbindung zum Neutralleiter. Und nun ist es in der TNCS-Anlage so, dass über diese Brücke, die zwischen N und PE besteht, auch eine Verbindung des Außenleiters zum Körper des Verbrauchsmittels hergestellt wird. Es gibt also in der fehlerfreien Anlage im TNCS-System bei einem eingeschalteten Verbraucher eine Verbindung des Außenleiters über den Verbrauchswiderstand, über den Neutralleiter, über die gemeinsame Klemmstelle des Neutralleiters mit dem Schutzleiter, eine Verbindung zum Körper. Es ist also von hier aus gesehen eine Verbindung zu L1 hergestellt worden. Nun tritt aber trotz dieser Verbindung zum Außenleiter zwischen diesen beiden Stellen, zwischen dem Körper und der Erde, keine Potentialdifferenz auf, da der Körper über diese Strecke, über den PEN-Leiter und den Betriebserder mit dem Erdreich verbunden ist. Also habe ich doch an dieser Stelle das gleiche Potential wie an der Erde selbst und somit tritt hier keine Potentialdifferenz auf und die Situation ist völlig ungefährlich. Wenn nun aber im TNCS-System ein Bruch des PEN-Leiters auftritt an einer bestimmten Stelle, so wie an dieser Stelle hier eingezeichnet, so ist es so, dass zwar der Körper des Verbrauchsmittels über den Verbraucherwiderstand, über den Neutralleiter, über diese Verbindungsstelle immer noch eine Verbindung zum Außenleiter hat, gleichzeitig ist der Körper aber nicht mehr mit dem Erdreich verbunden, denn die Bruchstelle verhindert diese Verbindung, sodass nun eine Potentialdifferenz des Körpers zur Erde auftritt, und zwar eine Potentialdifferenz von 230 Volt. Das gilt nun nicht nur für diesen Körper, sondern für alle Körper, die in diesem Abschnitt mit dem Schutzleiter verbunden sind und möglicherweise mit dem Potentialausgleich verbunden sind. Oder aber solche Teile, die schlicht und einfach eine Verbindung mit dem Körper haben. Das kann zum Beispiel ein Metalltisch sein, auf dem dieser Körper steht. Diese Situation ist also
vollkommen inakzeptabel. Das heißt, in einer TNCS-Anlage darf niemals ein Bruch des Pennleiters auftreten. Sobald die Gefahr besteht, dass der Pennleiter an einer ungeeigneten Stelle brechen könnte, muss diese Verbindung herausgenommen werden, damit die Körper der Betriebsmittel und viele weitere Teile in der Anlage nicht gegenüber Erde unter Spannung stehen können, wenn eben diese Bruchstelle auftritt. Das heißt, dass man, wenn diese Gefahr besteht, das TNCS-System in ein TT-System ändert. Die Entscheidung darüber, ob die Anlage als TNCS-System oder als TT-System gefahren wird, wird vom Netzbetreiber in den technischen Anschlussbedingungen getroffen. Das heißt, indem es genehmigt wird, dass die elektrische Anlage an das öffentliche Netz angeschlossen wird, wird dem Betreiber der Anlage auch mitgeteilt, ob er die Installation als TT-System oder TNCS-System vorzunehmen hat. Diese Entscheidung kann der Elektriker, der die Anlage installiert, nicht selber treffen. Die Gefahr, dass es zu einem Bruch des Pennleiters kommt, ist in ländlichen Gebieten größer als in städtischen Gebieten, da in ländlichen Gebieten häufig sehr viel länger mit Oberleitungen gearbeitet wurde als in städtischen Gebieten. Daher gibt es manchmal die sehr pauschale Aussage, dass in ländlichen Gebieten mit TT-Systemen gearbeitet wird und in städtischen Gebieten mit TNCS-Systemen. Das ist sehr pauschal ausgedrückt, denn letztlich kommt es nur darauf an, ob die Gefahr des Bruches dieser Leitung besteht oder nicht. Das ist natürlich völlig unabhängig davon, ob die Oberleitungen nun in einem städtischen Gebiet oder auf dem Lande installiert sind. Wenn denn nun das TNCS-System potenziell viel gefährlicher ist als das TT-System, muss es ja nun auch Vorteile haben, denn sonst würde es ja gar nicht mehr installiert. Der Vorteil des TNCS-Systems gegenüber dem TT-System besteht vor allem darin, dass die Körper der Betriebsmittel und auch der Schutzleiter innerhalb der Anlage sehr niederohmig mit dem Sternpunkt und mit dem Betriebserder der Anlage verbunden ist. Denn ein Fehlerstrom, der hier möglicherweise auftritt bei einem Körperschluss, kann nun nicht nur über die Erde zum Sternpunkt fließen, er kann auch über den sehr viel niederohmigeren Weg des Pennleiters zum Sternpunkt fließen. Das heißt, dieser Strom wird auf einen viel kleineren Widerstand treffen, als wenn denn der Schutzleiter nur über die Erde mit dem Betriebserder verbunden wäre. Das führt dazu, dass bei diesem Fehler, der hier gezeigt wird, bei dem vollständigen Körperschluss, die Sicherungen viel schneller auslösen können als im TT-System. Das ist einer der Vorteile des TNCS-Systems. Ein weiterer gravierender Vorteil besteht natürlich darin, dass beim Ausfall des Betriebserders, wenn also an dieser Stelle ein Bruch auftritt, oder wenn der Betriebserder aus Alterungsgründen schlicht und einfach nicht mehr funktionsfähig ist, immer noch eine Verbindung zum Sternpunkt der Anlage besteht und somit auch noch der Schutzleiter eine gute Funktion hat, sogar eine sehr gute Funktion. Das ist also im TNCS-System nicht vom Zustand des Erders in der Anlage abhängig und somit haben wir hier natürlich einen Riesenvorteil gegenüber dem TT-System, bei dem die Erdungsverhältnisse ausschließlich von dem Zustand des Erders in der Anlage abhängig sind. Auf eine Sache möchte ich an dieser Stelle noch hinweisen, nämlich wenn Sie in der Anlage eine zu hohe Schleifenimpedanz messen, das heißt, Sie stellen fest, dass im Fehlerstromkreis der Widerstand relativ groß ist, so wird das nicht unbedingt mit dem Betriebserder zusammenhängen. Denn wenn der Betriebserder auch schlecht ist, so müsste ja immer noch eine niederohmige Verbindung über diese Strecke vorhanden sein. Eine hohe Schleifenimpedanz deutet also im TNCS-System nicht unbedingt darauf hin, dass der Erder in der Anlage in einem schlechten Zustand ist. Im TT-System ist es völlig anders. Da ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass der Erder in der Anlage in einem schlechten Zustand ist, wenn ich denn eine hohe Schleifenimpedanz messe. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen den Aufbau des TNCS-Systems, die Bedeutung der einzelnen Kennbuchstaben näher bringen und auch schon eine gewisse Abgrenzung zum TT-System vornehmen. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich außerordentlich über ein Like und natürlich noch mehr über ein Abo freuen und vor allem danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Recht herzlichen Dank.